Fröhliches Fummeln, ihr Lieben! Wir stricken heute zusammen diese schönen und super einfachen Babysocken ohne Ferse mit Spiralmuster und einer ganz einfachen Spitze. Die sind super einfach, die kriegt jeder Anfänger, der rechte und linke Maschen stricken kann, auf jeden Fall hin. Ich zeige euch heute, wie es geht und wünsche euch schon mal viel Spaß beim Nachfummeln. Für die kleinen niedlichen Söckchen braucht ihr ein Nadelspiel oder andere Stricknadeln, mit denen ihr in kleinen Runden stricken könnt. Das kann zum Beispiel auch ein Adicrazy Trio, ein Sockenwunder oder eine Rundstricknadel sein. Mit der Magic Loop Technik funktioniert das auch mit einer langen Rundstricknadel. Hier oben habe ich mal erklärt, wie das geht. Außerdem braucht ihr eine Vernähnadel, ein Lineal und einen Rest vierfädige Sockenwolle. Ich habe hier die Krönchenwolle von Schachenmeier. Das ganze Material, was ich verwendet habe, verlinke ich euch auch einmal unten in der Videobeschreibung. Wir starten hier mit einem ganz normalen Kreuzanschlag und ich schlage mir jetzt 41 Maschen an. Das heißt, auf die erste Nadel schlage ich mir 11 Maschen an und auf die anderen 3 Nadeln vom Nadelspiel jeweils 10 Maschen, sodass ich dann 41 Maschen habe. Wenn ich das mit dem Nadelspiel mache, dann schiebe ich mir die Maschen am besten immer so schön zusammen und wenn ich jetzt die dritte Nadel zum Anschlagen nehmen muss, lege ich mir die hier so schön parallel nebeneinander. Bei so wenig Maschen kann da auch überhaupt nichts passieren und runterfallen. Passt immer auf, dass ihr das gut so festhaltet, sodass diese Knötchenreihe am besten immer nach unten zeigt. Dann verdreht sich da am Ende nachher beim Schließen der ersten Runde nicht so viel. Und jetzt lege ich mir die dritte Nadel einfach hier oben mit der Spitze ein bisschen weiter so drüber, halte das Ganze hier trotzdem fest und schlag mir jetzt hier 10 Maschen auf diese dritte Nadel drauf. Und genauso mache ich das auch bei der nächsten. Ich schiebe das wieder alles so ein bisschen runter in die Mitte, lege mir hier die nächste Nadel dran, halte das hier alles zusammen gut fest und schlag mir jetzt auf meine vierte Nadel auch nochmal 10 Maschen drauf. Jetzt habe ich hier meine 41 Maschen drauf und jetzt muss ich gucken, dass ich das erstmal ein bisschen sortiert kriege, damit ich gut in der Runde stricken kann. Dafür drehe ich mir die Nadeln nacheinander so rum, dass die so liegen, dass die Knubbelchen in der Mitte liegen. So, das könnt ihr auch gut machen, indem ihr das einfach hinlegt. Dann geht das am Anfang vielleicht einfach ein bisschen leichter. Einfach jetzt so hinlegen, dass diese Knubbelreihe hier, die ihr hier in der Mitte jetzt seht, dass die alle in der Mitte liegen. Und wir hatten uns ja jetzt 41 Maschen angeschlagen. Wir wollen aber am Ende mit 40 Maschen stricken. Das mache ich ganz gern, weil das dann für Anfänger ein bisschen leichter ist, am Anfang zu starten und weil die Runde dann am Anfang ein bisschen schöner geschlossen ist und das auch ein bisschen schöner und ordentlicher aussieht. Wir nehmen dafür die erste und die vierte Masche in die Nadel in die Hand, dass das so hängt. Da kann sich ja jetzt nicht mehr viel verdrehen. Und jetzt hebt ihr einfach mit der vierten Nadel, also da, wo jetzt der Faden zum Arbeiten dran hängt, die erste Masche auf der ersten Nadel ab. Also einfach von rechts nach links hier einstechen und diese Masche da abheben. So, jetzt ist das nämlich schon so ein bisschen geschlossen und wackelt nicht mehr ganz so doll hin und her. Jetzt nehmen wir uns die fünfte Nadel und wir schnappen uns den Arbeitsfaden. Achtet darauf, dass ihr den richtigen Faden nehmt, also nicht den, der hier das Ende dran hat, sondern den, der zum Wollknäuel führt. Und wir starten jetzt mit dem Bündchen und stricken 2 Maschen rechts, 2 Maschen links, immer abwechselnd. 2 Maschen rechts, 2 Maschen links. 2 Maschen rechts, 2 Maschen links. Und das machen wir bis zum Ende der Runde. Achtet darauf, dass ihr jetzt hier bei der zweiten Nadel nicht mit 2 Maschen rechts anfangt, sondern mit 2 Maschen links. Wir haben jetzt hier mit 2 rechten Maschen aufgehört bei der ersten Nadel, also müssen wir bei der zweiten mit 2 links starten. Wenn wir jetzt hier am Ende der ersten Runde ankommen, dann haben wir hier jetzt eigentlich noch 2 linke Maschen, die wir noch stricken sollen. Aber wir haben hier noch 3 Maschen drauf liegen. Das liegt daran, dass wir statt 40 Maschen 41 Maschen aufgenommen haben. Und das erste hier ist diese Masche vom Anfang der Runde, die wir uns da abgehoben haben. Die stricken wir jetzt mit der vorletzten Masche einfach links zusammen. Das geht folgendermaßen. Die erste Masche jetzt hier, die stricken wir ja noch ganz normal links. Und die nächsten beiden, die stricken wir jetzt links zusammen. Wir tun einfach so, als wäre das eine Masche und stricken die links
zusammen. Damit haben wir jetzt eine Masche abgenommen und haben jetzt noch 40 Maschen auf der Nadel. Für die nächsten 19 Runden stricken wir einfach immer das Bündchenmuster. Einfach immer 2 Maschen rechts, 2 Maschen links bis zum Ende der Runde, ohne irgendwelche Zu- oder Abnahmen. Das mit diesem Zusammenstricken am Ende der Runde, das hatten wir hier nur in der ersten Runde. Jetzt stricken wir einfach so lange weiter, bis wir insgesamt 20 Runden in diesem Bündchenmuster gestrickt haben. Das Bündchen ist jetzt fertig. Ich habe hier jetzt 20 Runden im Bündchenmuster gestrickt. Und jetzt geht es weiter mit dem Spiralmuster. Dafür versetzen wir das Bündchenmuster jetzt immer um eine Masche. Und zwar machen wir das für jeweils 4 Runden. Wir starten jetzt hier also nicht mit 2 Maschen rechts, sondern wir versetzen diese 2 Maschen rechts um eine Masche nach links. Das heißt, wir wollen jetzt diese eine linke Masche, die wir hier immer gestrickt haben, zu einer rechten Masche machen. Das werden also 2 rechte Maschen und das muss deswegen als erstes eine linke Masche werden. Wir starten also mit einer Masche links und dann geht es wieder genauso voran wie bisher. 2 Maschen rechts, 2 Maschen links, 2 Maschen rechts, 2 Maschen links. Und hier müsst ihr euch jetzt beim Übergang von einer Nadel zur nächsten Nadel immer ein bisschen merken, was ihr da gemacht habt, damit ihr nicht durcheinander kommt. Die letzte Masche ist hier die erste rechte und die erste Masche auf der nächsten Nadel ist die zweite rechte. Die muss also auch rechts gestrickt werden. Und jetzt geht es weiter. 2 Maschen links, 2 Maschen rechts bis zum Ende der Runde. Die letzte Masche ist dann wieder die linke Masche, so dass wir da dann auch wieder 2 linke Maschen nebeneinander haben, die letzte und die erste Masche. Dieses Muster, diesen Abschnitt stricken wir jetzt für insgesamt 4 Runden. Die erste Runde haben wir jetzt fertig. Das machen wir also noch für 3 weitere Runden so. Und dann geht es hier weiter und wir verschieben das Muster wieder um eine Masche. Ich zeige euch dann, wie es geht. Jetzt erstmal noch 3 Runden genauso stricken. Also eine links und dann immer abwechselnd 2 rechts, 2 links, 2 rechts, 2 links. Und dann geht es hier weiter. Die 4 Runden sind jetzt fertig gestrickt. Und jetzt geht es weiter mit dem nächsten Abschnitt. Dafür versetzen wir die Maschen wieder um eine Masche nach links. Das heißt, wir stricken jetzt nicht eine Masche links, sondern wir starten mit 2 Maschen links. Das geht jetzt wieder wunderbar auf. Und dann kommt 2 rechts und wieder 2 links. Und das machen wir jetzt einfach wieder bis zum Ende der Runde für insgesamt 4 Runden. Das war jetzt der zweite Abschnitt vom Spiralmuster. Und jetzt machen wir den dritten Abschnitt und verschieben das wieder um eine Masche. Jetzt starten wir also mit einer Masche rechts und dann kommt wieder unser übliches Bündchenmuster. 2 links, 2 rechts, 2 links, 2 rechts. Hier haben wir wieder jetzt den Fall bei diesem Abschnitt, dass wir hier immer eine einzelne Masche am Ende haben und dass ihr da immer ein bisschen aufpassen müsst. Hier haben wir jetzt eine links und das heißt, wir müssen bei der nächsten Nadel jetzt auch wieder bei einer links anfangen. Da einfach ein bisschen darauf achten, dass ihr da nicht durcheinander kommt. Wenn ihr euch aber schon ein bisschen auskennt und wisst, wie die Maschen aussehen, dann seht ihr das nach einer Zeit, welche Maschen ihr da wo stricken müsst. Das stricken wir jetzt auch wieder für insgesamt 4 Runden und dann geht es weiter mit dem letzten Musterabschnitt. Der dritte Abschnitt ist auch geschafft und jetzt kommt der vierte Abschnitt, der ist wieder genauso wie das Bündchen hier am Anfang. Wir starten jetzt also mit 2 Maschen rechts und 2 Maschen links und machen das auch wieder für 4 Runden. Der vierte Musterabschnitt ist jetzt auch fertig. Man kann gut erkennen, dass sich das jetzt schön so ein bisschen in die Richtung dreht. Deshalb nennt man das halt auch Spiralmuster, weil sich das so ein bisschen rumdreht. Ihr wiederholt jetzt einfach diesen Abschnitt, also diese 4 Musterabschnitte immer wieder, bis dieser kleine dünne Schlauch etwa 16 bis 18 cm lang ist. Und dann kommt nur noch die Spitze vorne dran. Ich habe meine Socke jetzt hier mal auf so ein kleines Sockenlineal gezogen. Das ist ein kleines Hilfsmittel, damit könnt ihr auch klassische Socken mit Ferse super stricken. Und da habe ich hier ungefähr 18 cm. Das reicht mir jetzt. Ich würde euch empfehlen, so 16 bis 20 cm. 18 cm ist da auf jeden Fall ein gutes Mittelmaß. Wenn man hier am Ende nachher das Bündchen auch noch umklappen will, dann ist das auf jeden Fall ganz gut. Ihr müsst ja bedenken, dass das jetzt hier der Fuß
bis vorne zur Spitze ist. Also wir haben hier in der Mitte nachher irgendwo die Ferse. Ungefähr so müsst ihr euch das dann vorstellen. So finde ich das auf jeden Fall für mich jetzt hier, für das, was ich da machen möchte. Okay, jetzt starten wir mit der Spitze und die machen wir auch ganz einfach, keine komplizierten Muster oder sowas. Und zwar stricken wir da generell einfach alle Maschen rechts. Also wir machen jetzt kein Muster mehr, sondern wir stricken einfach alles rechts. Und wenn ihr hier auf so einem normalen Nadelspiel strickt, dann ist es auch wirklich relativ einfach. Ihr stellt euch jetzt vor, ihr hättet hier immer einmal nochmal in der Mitte so einen Teiler. Könnt ihr euch auch einen Maschenmarkierer reinmachen, müsst ihr aber nicht. Das sind so wenig Maschen, da kann man auch zählen. Und wir nehmen jetzt pro Abschnitt, pro diesem kleinen Abschnitt immer eine Masche ab. Das heißt, wir stricken da Maschen zusammen. Das war jetzt die komplizierte Theorie. Ich erkläre euch jetzt genau, was ihr machen müsst. Also wir stricken jetzt immer abwechselnd 3 Maschen rechts und 2 Maschen rechts zusammen. Also so, als wäre das eine Masche, stecht ihr jetzt in 2 Maschen ein. Diese beiden wollen wir zusammenstricken. Ihr stellt euch einfach vor, das wäre eine Masche, strickt da durch die beiden durch und einfach ganz normal rechts. Jetzt habt ihr eine Masche abgenommen und nur noch 4 Maschen auf der Nadel, obwohl es vorher 5 Maschen waren. Und genauso geht es jetzt immer weiter. 3 rechts und die beiden wieder rechts zusammen. Das macht ihr auch auf den 3 anderen Nadeln und dann geht es hier weiter. Ich habe die Abnahmerunde jetzt fertig und jetzt habe ich noch 32 Maschen auf den Nadeln, das heißt 8 Maschen habe ich abgenommen. Jetzt stricken wir als nächstes ein paar glatt rechte Runden darüber, das heißt wir stricken einfach immer nur rechte Maschen, ohne irgendwas abzunehmen, und zwar für 3 Runden. Einfach alle Maschen rechts stricken und das 3 Runden lang. Die 3 Runden sind jetzt auch fertig und jetzt kommt die nächste Abnahmerunde. Dafür stricken wir jetzt immer abwechselnd 2 Maschen rechts und 2 zusammen, als wäre es eine Masche, und nehmen damit eine ab. Und wieder 2 Maschen rechts und 2 zusammen. Und das wieder bis zum Ende der Runde, auch bei den anderen 3 Nadeln, und dann geht es hier wieder weiter. Jetzt sind auf jeder Nadel noch 6 Maschen, wenn ihr mit dem Nadelspiel strickt. Jetzt stricken wir wieder 2 Runden glatt rechts drüber, also 2 Runden nur rechte Maschen, ohne irgendwelche Abnahmen, ohne irgendein Muster, einfach nur 2 Runden alles rechts stricken und dann geht's weiter. Jetzt stricken wir die dritte Abnahmerunde. Dafür stricken wir jetzt immer eine Masche rechts und 2 zusammen, so als wäre es eine Masche rechts und 2 zusammen. Dadurch nehmen wir jetzt nochmal insgesamt 8 Maschen ab, sodass wir dann auf 16 Maschen kommen. Das also für die anderen 3 Nadeln auch wieder wiederholen und dann geht es weiter. Jetzt sehen wir hier schon ganz deutlich, dass sich das hier vorne so zuspitzt, wie das sein sollte bei einer typischen Socke. Wir haben jetzt auf jeder Nadel noch 4 Maschen drauf und stricken jetzt noch eine Runde glatt rechts drüber. Also eine Runde alle Maschen rechts stricken. Das war unsere letzte Runde. Wir haben jetzt noch 8 Maschen auf der Nadel und ich habe mir meinen Faden hier schon mal abgeschnitten und in eine Vernähnadel gefädelt. Jetzt führe ich den Faden rundherum einmal durch alle Maschen. Wenn ihr das hier so von oben seht, müsst ihr also einmal im Uhrzeigersinn durch die Maschen durch. Also durch die und dann durch die und so weiter. Da wird durch alle durchgestochen. Achtet darauf, dass ihr nicht durch den Faden piekst, dann lässt sich das nachher schlecht zusammenziehen. Also einfach hier einmal durch alle Maschen durch. Da könnt ihr die Nadel auch immer schon gleich wegnehmen und den Faden hier durchziehen. Ich ziehe mir den Faden immer ganz gern durch die ersten beiden Maschen nochmal durch, damit das auch wirklich nachher schön hält. Oder wenigstens durch die erste Masche nochmal bei so einem kleinen Paar Socken. Einfach damit das nachher schön hält, wenn ich hier jetzt so festziehe. Jetzt kann man das schön festziehen und dann entsteht hier in der Mitte so ein schönes, ordentliches, kleines Löchlein. Und da können wir einfach mal nach innen den Faden reinpieksen. Dann drehen wir uns die Socke einmal um und können hier
Am besten ihr nehmt eine stumpfe Nadel, dann geht es besser. Einfach einmal das schön fest nach innen ziehen und den Faden jetzt hier innen gut vernähen und sichern. Einfach so schön ein paar Mal hin und her durch die Maschen und immer schön festziehen, damit das hier auch gut hält in der Mitte. Und dann könnt ihr den Faden abschneiden, den Anfangsfaden auch noch vernähen und eine zweite Socke stricken. Genauso wie die erste, da wir hier keine linke und rechte Socke haben, könnt ihr die wirklich exakt genauso stricken. Und dann habt ihr euer super einfaches und super cooles Paar Babysocken, was auch noch mitwächst im ersten Jahr. Und könnt das verschenken oder selbst benutzen für eure Kinder. Und habt was Schönes, Individuelles und auch noch ein bisschen Restgarn verwertet. Das ist jetzt hier unsere Socke, wie gesagt. Den Anfangsfaden auch einfach noch vernähen. Man kann das dann hier umkrempeln, wenn man will. Und dann hat man hier die fertige Socke. Spannen oder so braucht ihr das nicht. Ihr könnt das natürlich waschen. Das ist immer bei Babysachen am besten, wenn man es einmal ein bisschen wäscht. Und jetzt seht ihr auch, dass sich dieses Muster hier schön drum zieht um die Ecke. Man sieht gar nicht, dass da eine Ferse fehlt. Und bei Kindersocken ist das absolut in Ordnung, wenn man das nicht mitstrickt. Und es ist ein totales Anfängerprojekt. Könnt ihr ganz stolz auf euch sein, wenn ihr bis hier durchgehalten habt und es geschafft habt. Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß mit dem Video. Wenn ihr doch mal eine Socke, eine Babysocke oder eine Kindersocke mit Ferse ausprobieren wollt, dann schaut euch doch mal mein Video hier oben an. Das ist auch ganz einfach. Da gibt es auch eine schriftliche Anleitung dazu, die ihr euch parallel angucken könnt. Da habe ich eine relativ einfache Fersenvariante auch gewählt für Anfänger. Das wäre das nächste Projekt. Wenn ihr das hier stolz geschafft habt, dann könnt ihr die Socken hier oben jetzt definitiv auch mal ausprobieren und schafft das. Ich bin ganz sicher. Wenn ihr weitere Anleitungsvideos von mir nicht verpassen wollt, dann klickt auf jeden Fall unten einmal auf Abonnieren und lasst mir doch gern auch ein Däumchen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Das würde mich sehr freuen. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachfummeln. Bis zum nächsten Mal.